Bresche springen, lautet das Wochenfazit für die Woche 21, 4. Maiwoche im Jahr 2022 und die 3. Maiwoche gehört da auch dazu. Denn in diesen beiden Wochen ist uns wieder ganz besonders bewusst geworden, wie wertvoll eben eine Gemeinschaft ist, wo man füreinander da ist. Und das Wort stammt eben aus dem Mittelalter, wenn da jemand, der Feind, praktisch eine Bresche schlug in die Mauer und beherzte Männer da hineinsprangen und die Stadt und die Menschen da drin verteidigen. Ja, und das ist der erste Punkt, dass ich dir bewusst machen möchte, wie wertvoll eine lebendige, eine funktionierende Gemeinschaft ist, wo man füreinander da ist, wo man auch für die gleichen Ziele sich einsetzt. Du kannst es nicht hoch genug schätzen, insbesondere dann, wenn Not kommt. Wenn es schwierig wird, wirst du als Einzelgänger nicht überleben, sondern du brauchst Freunde. Ja? Du brauchst Freunde, die mit dir durch dick und dünn gehen. Und dann brauchst du auch nicht so viel anderes. Ja? Dann brauchst du auch nicht so ein dickes Bankkonto oder von dem einen oder von dem anderen, sondern man kann sich dann eben wunderbar ergänzen. Und das ist eine großartige Sache, die ich als erstes mal bewusst machen möchte. Das Zweite ist, was sind denn nun die Kennzeichen einer solchen lebendigen und gesunden Gemeinschaft? Und ich schreibe einfach mal drüber: Liebe und Wahrheit. Denn diese beiden Worte drücken es gut aus, was nötig ist, damit eine Gemeinschaft funktioniert. Einerseits wirklich Treue, Aufrichtigkeit, Gemeinschaft, sich um den anderen kümmern, Achtung haben vor dem anderen, dass auch jeder Einzelne da drin seinen Platz hat, seinen Wert hat. Kommunikation, so enorm wichtig, hier miteinander offen und ehrlich zu reden, sich zu verstehen, auch sagen zu können, wo der Schuh drückt. Und das sind die Voraussetzungen, ja, dass es dann im Ernstfall auch funktionieren kann, wenn eben mal Not da ist oder wenn einer von der Gemeinschaft eben Hilfe braucht. Es gibt aber auch andere Dinge, die eben eine Gemeinschaft zerstören. Das ist, oder zersetzen irgendwo, das ist eben die Egozentrik, der Egoismus, wenn man nur auf sich selber schaut, was man natürlich auch immer überall gesagt bekommt. Du bist wichtig, ja klar, du bist wichtig, aber du hast da deinen Platz. Oder wenn welche sich so besonders wichtig nehmen, dass sie nach Macht streben oder ihre Macht missbrauchen innerhalb einer Clique oder einfach missgünstig und neidisch auf den anderen schauen. Bitterkeit ist auch so eine Sache, die einfach eine Gemeinschaft zersetzt. Dann der dritte Punkt, den werde ich jetzt überschreiben, besonnene Beherztheit. Das ist nämlich die Situation, die eintritt, wenn ein Problem wirklich da ist. Und es gilt hier auch wieder das Prinzip Liebe und Wahrheit. Denn auch hier ist es dann wichtig zu schauen, ja, wo muss ich jetzt hier einspringen? Dazu ist es auch wichtig, dass der andere transparent ist, dass er wirklich sagt, ja, jetzt brauche ich wirklich Hilfe. Bitte fahr mich da und dahin, ich kann jetzt nicht selber fahren. Hilfe, ich brauche jetzt einfach, ich kann jetzt momentan nicht, kannst du das übernehmen? Und trotzdem läuft dem alles weiter, weil eben dann jemand anderer einspringt. Und das im Arbeitsleben zu praktizieren, ja auch, wir hatten die Woche eben, dass wir Geld brauchten für einen Reifenwechsel und der war da und wir hatten kein Bargeld und dann hat einfach jeder seine
paar Scheine hier zusammengegraben und wir haben es genau um 10 Euro hinbekommen, obwohl wir eben das vergessen hatten und man sonst eben zur Bank gefahren wäre und es hätte dann irgendjemand eine Viertel oder eine halbe Stunde gekostet. Und oft ist es so, dass man mit 5 Minuten jemand anderen eben eine ganze Stunde oder noch mehr sparen kann. Oder, wie ich es gehört habe, zum Beispiel jetzt, wenn man halt sich helfen lässt, selber auch weniger in Gefahr ist, sich einen Bandscheibenvorfall zu holen oder was immer. Und hier kommt eben dieses beherzt einspringen, aber besonnen auch zu sein, sowohl jetzt bei dem, der Hilfe braucht, als auch bei dem, der Hilfe gibt, bringt einfach enorm viel Vorteile, auch um das Ziel letztlich zu erreichen. Und so sind wir irgendwo hingekommen, obwohl es schwierig war, haben wir die Dinge fertiggebracht, waren dankbar für Menschen, die uns geholfen haben, sogar die jetzt gar nicht direkt jetzt bei uns im Team sind. Und das ist wirklich eine schöne und eine wunderbare Sache, die einen dann aber wieder auch tief verbindet, ja, und einen klar macht, wir sind nicht allein. Und irgendwann dreht sich es eben um. Einmal ist es so rum, hilft man jemand anderem und dann ist es eben andersrum, dann hilft der andere einem. Und das möchte ich einfach nochmal auf euer Herz legen. Es ist wirklich kostbar, eine Gemeinschaft zu haben, beziehungsweise eine Gemeinschaft wirklich zu fördern. Es lohnt sich, sich hierfür einzusetzen, sein Leben auch ein Stück weit zu geben. Und das wünsche ich dir und euch auch. In diesem Sinne ein schönes Wochenende. Gottes Segen euch, euer Nikolaus Oberstein.